Moin moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du hier bist. Ja, normalerweise präsentiere ich euch ja hier auf meinem Kanal Nischenparfums, außer vielleicht die Louis Vuitton Parfums, also der hochpreisigen Designermarke eben Louis Vuitton, habe ich ja fast nur noch Nischenparfums. Ich kann euch auch mal gerne sagen, warum. Ich wurde das nämlich tatsächlich vor einigen Tagen per Instagram mal gefragt, ob ich auch Designer-Parfums vorstellen könnte, ob ich Designer-Parfums habe, wie auch immer. Ja, wie gesagt, Louis Vuitton, das ein oder andere Designer-Parfum und jetzt eben hier, ihr seht es sicherlich schon, Light Blue Italian Love, der neue Ableger von Dolce Gabbana, der Light Blue-Reihe. Ja, ich habe tatsächlich sonst keine Designer-Parfums mehr. Ich sage euch auch gerne warum. Natürlich waren Designer-Parfums auch vor 26, 27 Jahren habe ich mit Parfums angefangen. Auch eben mein Einstieg in die Parfumwelt. Es ist ja meistens so, dass wenn man sich irgendwann anfängt für Parfum zu interessieren, man logischerweise so mit Designer-Parfums anfängt. Und ja, der eine bleibt eben dabei und der andere schlägt dann irgendwann mal so den Weg Richtung Nischenparfums ein. Und das habe ich vor 6 oder 7 Jahren eben getan. Warum? Weil mich Nischenparfums einfach ja wesentlich mehr ansprechen, sei es von der teilweise sehr komplexen, interessanten Duft-DNA bis hin zu den Flakons, der Verpackung. Ihr wisst ja, ich lege Wert eben auf Verpackung und so weiter, auf Glasdesign und so weiter und so fort. Und aber eben auch die Geschichten hinter einem Parfum, hinter der Nischenmarke sind teilweise so unfassbar interessant. Das liest sich teilweise wie eine Geschichte, wie ein Buch. Und ja, das ist so eben mein Geschmack seit einigen Jahren. Und ja, jeder muss selbst wissen, welches Parfum er sich kauft und wofür man sich eben interessiert. Ich habe eben auch tatsächlich das Problem, dass viele Designer-Parfums mich einfach gar nicht mehr von der Duft-DNA ansprechen. Die sind mir teilweise zu synthetisch, zu eindimensional. Ich sag's jetzt mal ganz salopp, zu langweilig, ja eben zu synthetisch. Es spricht mich nur noch in den seltensten Fällen an. Und das ist eben der Grund, weshalb ich mich seit einigen Jahren so im Nischenbereich bewege. Aber wie gesagt, das muss jeder oder soll jeder so handhaben, wie er möchte. Es hält mich aber eben nicht davon ab, auch mal ein Designer-Parfum zu kaufen. In dem Fall musste ich mir Italian Love von Dolce Gabbana kaufen. Und ich kann gleich auch schon mal so ein bisschen vorab teasern. Mir gefällt der neue Ableger Italian Love auch mehr als Light Blue Forever. So, da komme ich aber gleich in der Duftbeschreibung nochmal etwas näher drauf zu sprechen. Wir starten erstmal wie immer mit der Flakon-Präsentation. Ja, es ist mehr oder weniger so das übliche Design der Light Blue Reihe. In dem Fall ist das Glas jetzt durchsichtig, die Parfumfarbe ist bläulich und was ich cool finde, ist der weiße Deckel, hat man tatsächlich nicht ganz so oft bei Parfums. Ist eine Kombination aus Metall und Kunststoff, relativ massiv, kann man wirklich nicht sagen. Der Zerstäuber ist in Ordnung, geht besser, geht schlechter, also kann man wirklich nichts kritisieren. Hier unten haben wir wie immer die Batch-Informationen. Und hier hinten, ja, eben der dann durchsichtige Glasflakon. Ich zeige euch auch gerne mal die recht schlichte Verpackung. Auch da kann ich nur mal sagen, das verstehen einige manchmal auch nicht so ganz richtig. Ich kritisiere ja manchmal so die Verpackung, das Glasdesign, wie auch immer. Das liegt einfach daran, dass ich für ein Nischenparfum teilweise 200 oder 300 Euro ausgebe. Und da finde ich es teilweise dreist, dass eine Marke dann einfach nur so einen schlichten Pappkarton mitliefert oder so eine Kunststoffkappe oder so eine weiche Kunststoffkappe. Da gibt es eben meiner Meinung nach berechtigten Grund zur Kritik, aber bei Designer-Parfums, die dann ja 50, 60, 70 Euro kosten, da muss man halt damit rechnen, dass es Abstriche, sei es in der Glasqualität, Deckelqualität oder eben auch in der Umverpackung gibt. Und da halte ich mich dann logischerweise auch mit der Kritik so ein bisschen zurück. Ja, Pappverpackung, relativ schlicht, ganz einfach, so die Farben passen, passt eben zu Italian Love. Da kann man im Großen und Ganzen nichts kritisieren. So, bauen wir das mal hier einigermaßen wieder zusammen.
Vorführeffekt, das klemmt hier alles. Oh, gibt es nicht. Kleinen Moment, ich schneide ja meine Videos nicht, dann seht ihr mal, wie sowas auch ablaufen kann. So, jetzt haben wir es doch geschafft. Wie sage ich immer so schön, es geht natürlich primär immer um die Duft-DNA. Ich blende euch schon mal die Duftnoten ein. Ja, Italian Love ist ein ganz neues Release aus dem Jahre 2022. Ich habe eben schon zu Anfang geteasert, mir gefällt Italian Love mehr als Light Blue Forever. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich vergleiche die beiden Parfums dann auch nochmal kurz. Ja, auch hier im Italian Love ist einer der Main Player die Grapefruit. Wir haben hier wirklich eine sehr intensive, spritzige Grapefruit, bekommen aber, ja, ich würde schon fast sagen, so zum gleichen Anteil eben auch eine richtig schön spritzige, frische Bergamotte. Also es ist eine Kombo aus Grapefruit und Bergamott. Und bekommen aber auch die ein oder andere grüne Note. Ja, ist jetzt nicht so intensiv herauszuriechen, weil eben die Main Player ganz klar Grapefruit und Bergamotte sind. Aber man kriegt hier so einen ganz leichten grünen Touch. Und was das Parfum für mich auch besonders macht, wir haben hier im Dry Down eine schöne holzige Basis. Das wird das Guaiac-Holz sein. Und das macht das Parfum für mich insgesamt auch eben interessanter als Light Blue Forever. Warum? Ich habe bei Light Blue Forever ein kleines Problem. Die Kopfnote ist der Wahnsinn. Eine richtig tolle, spritzige Grapefruit, auch ein bisschen Bergamotte, aber da ist ganz klar der Main Player, die Grapefruit. Hier im Italian Love ist ein bisschen weniger Grapefruit, dafür eben auch ein bisschen mehr Bergamotte als in Light Blue Forever, wie auch immer. Beim Light Blue Forever habe ich das Problem, dass so nach circa 1 bis 2 Stunden, nachdem diese richtig tolle, spritzige Kopfnote immer mehr so in den Hintergrund rückt, sich auf meiner Haut so eine stechende Synthetik bemerkbar macht. Also das wird dann teilweise so eine, auf meiner Haut auch nur, so eine stechende, unangenehme, ja, synthetische Grapefruit, die ja eben unangenehm ist und für mich teilweise das Parfum wirklich, ja, fast schon unerträglich gemacht hat. Das habe ich auch nicht jedes Mal gehabt, aber des Öfteren. Und ja, dementsprechend war für mich Light Blue Forever für den Sommer absolut keine Option mehr. Und das ist hier im Italian Love auf meiner Haut anders. Ich muss auch dazu sagen, dass viele dieses Problem bei Light Blue Forever nicht hatten. Auf meiner Haut ist es oder war es eben so. Daran sieht man eben auch, dass jede Haut mit jedem Parfum anders reagiert. Ja, also wie auch immer, beim Italian Love habe ich das nicht. Ich bekomme nicht diese stechende Synthetik im Dry Down, sondern das Ganze ist für mich etwas weicher und holziger. Und man hat die ganze Zeit noch die Grapefruit und die Bergamotte, dazu so einen ganz leichten grünen Touch und in der Basis macht sich so eine schöne, weiche Holzigkeit breit. Und ja, und dadurch ist es für mich eben nicht so synthetisch stechend und dadurch auf meiner Haut viel, viel angenehmer, obwohl sich die beiden Duft-DNAs ja so ziemlich ähneln. Also man muss schon sagen, zu 80-90% sind diese Parfums, die beiden Parfums gleich, also sich sehr, sehr ähnlich. Wie gesagt, Light Blue Forever, spritzige, unfassbar tolle Kopfnote, dann wird's auf meiner Haut leider sehr synthetisch. Und beim Italian Love eine ähnlich tolle Kopfnote. Und dann irgendwann im Dry Down diese schöne, holzige Basis, die für mich das Parfum einfach ja viel angenehmer, erträglicher und insgesamt eben auch viel interessanter und toller für mich ja macht. Haltbarkeit, ja, unterschiedlich zwischen 6 und 8 Stunden für ein frisches Parfum, absolut solide. Die Sillage ist ein Mittelmaß, die ersten 2 Stunden relativ intensiv, danach wird's ja mehr oder weniger hautnah. Man kann aber nicht sagen, für ein frisches Parfum solide, absolut in Ordnung. Italian Love wird oft mit Terre de Hermès, mit dem Klassiker verglichen. Sehe ich gar nicht. Also wirklich absolut gar nicht. Ich weiß auch nicht, ja, es hat eine gewisse Frische wie der Verkaufsschlager von Hermès. Aber ansonsten sind das für mich unterschiedliche Parfums.
Aber gut, es gibt relativ viele, die das so empfinden, also ist da wahrscheinlich auch irgendetwas dran. Ich empfinde das nicht so. Aber gut, Kondition 50 ml 63 Euro, 100 ml 78 Euro. Ich hatte das Glück, dass ich das Parfum relativ spontan gekauft hatte und es an dem Tag tatsächlich im Angebot war. Ich habe für die 100 ml 54 Euro gezahlt, was man ehrlich sagen muss, vom Preis-Leistungs-Verhältnis für so ein tolles, frisches Sommerparfum ja fast schon unschlagbar ist. Da kostet der Milliliter umgerechnet so an die 54 Cent. Ja, es ist ein Designer-Parfum, da kostet der Milliliter eben umgerechnet nicht so viel. Aber generell für ein frisches, tolles Sommerparfum ist das absolut ein solider Preis. Und selbst auch die 78 Euro für die 100 ml kann man ausgeben. Es ist wirklich ein tolles Parfum. Also Italian Love, eine klare Empfehlung. Zusammengefasst, sehr spritzig durch die Grapefruit, durch die Bergamotte. Es schwingt so ein ganz leichter grüner Touch mit und im Dry Down kriegen wir so eine schöne holzige Basis durch Guaiac-Holz. Ein bisschen Vetiver schwingt auch noch mit. Ich finde es persönlich toller, interessanter als Light Blue Forever, weil es eben im Dry Down nicht so stechend synthetisch ist. Also eine ganz klare Empfehlung, wenn ihr eine tolle Erfrischung für den Sommer haben wollt, dann besorgt euch Italian Love, ab in den Kühlschrank damit. Wenn es morgens schon richtig warm ist, aus dem Kühlschrank nehmen, aufsprühen. Also wirklich ganz toller, erfrischender, prickelnder Effekt. Also eine klare Empfehlung. Du kannst ja gerne mal kommentieren, so wie dein Empfinden hier beim Italian Love ist. Oder vielleicht empfindest du sogar das Light Blue Forever für besser, toller, wie auch immer. Also kommentiere gerne mal und falls du mir noch kein Abo hinterlassen hast und meinen Kanal, mich unterstützen möchtest, dann drücke eben den Abo-Button und im Idealfall aktiviere auch die Glocke. Dann wirst du auch immer informiert, sobald ein neues Video online ist. Und ansonsten schau auch gerne mal bei Instagram vorbei. Da kannst du mir auch gerne Privatnachrichten schreiben. Mit dem einen oder anderen ticker ich da auch schon. Bringt mir echt Spaß. Also vielleicht lesen wir uns mal da. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund. Bis demnächst.